herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und vielen Dank fürs Zusehen, für alle, die dabei sind. Das wollte ich auch mal sagen. Ja, heute soll es darum gehen, worauf achte ich denn, wenn ich jetzt ein Pferd behandle und zu einem Kundentermin fahre und was ist mir da wichtig? Letztes Mal habe ich euch ja erklärt, dass ich mich nicht nur darauf konzentriere, das Pferd eigentlich osteopathisch anzuschauen und zu behandeln, sondern dass ich das ganzheitliche Bild einbeziehe. Das heißt, wie ist das Pferd gehalten, wie oft und wie intensiv wird es bewegt, wie ist denn der Tagesablauf von dem Pferd, von dem wir hier sprechen oder was mir vorgeführt wird. Macht das Pferd einen guten Eindruck? Ist es glücklich? Spielt es mit vielleicht seinen Weidepartnern oder steht es nur in der Ecke? Ist das Aufverhalten normal? Bewegt es sich gut? Was meint denn die Besitzerin dazu? Alles viele Fragen, die man sich stellt und die ich auch vielfach stelle, wenn ich das erste Mal zu jemandem hinfahre und das Pferd kennenlerne und auch die Besitzerin oder den Besitzer. Und ja, heute soll es so ein bisschen darum gehen, das im Detail zu beleuchten. Wie läuft denn so ein Termin ab und worauf achte ich? Als erstes lasse ich mir immer das Pferd vorführen, also sowohl im Schritt wie auch im Trab auf gerader Strecke, um das Gangbild zu betrachten und einen ersten Eindruck zu bekommen, wo könnten Probleme bestehen, was könnten Beeinträchtigungen sein. Manchmal hat man auch Pferde, die mit Arthrose ankommen, wo man schon weiß, okay, da haben wir gewisse Schwachpunkte, sage ich mal, die man vielleicht stärken kann. Ja, und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich eine Anamnese erhalte von demjenigen, dem das Pferd gehört. Sprich, ein Teil zur Vorgeschichte. Vielleicht sind Verletzungen, alte vorhanden, die man so wirklich auch bei der Behandlung einbeziehen kann, die auch gewisse Dinge vielleicht dann erklären und die auch wichtig sind, damit man zum Beispiel jetzt, wenn das Pferd starke Schmerzpunkte hat oder zum Beispiel bekannt ist, dass es Kissing Spines hat, dass man nicht jetzt auch als behandelnde Therapeutin als erstes dorthin greift, sondern erstmal Vertrauen aufbaut, bis das Pferd einen dorthin lässt. Und ja, der Ersttermin ist jeweils ziemlich lang. Meistens haben wir so 2,5 bis 3 Stunden pro Pferd. Und das ist aus dem Grund, weil ich mir wirklich auch Zeit nehmen möchte, reinzufühlen, zu sehen, nachzuvollziehen, wo drückt es denn, sowohl beim Pferd wie auch beim Besitzer. Oftmals fällt das ja dann irgendwo zusammen und deswegen melden sich die Leute bei mir. Es ist aber auch ganz oft so das Bauchgefühl vom Besitzer oder von der Besitzenden, was wirklich schon mal richtig ist. Und ja, sich da auch über die Sorgen auszutauschen und zu schauen, wo setzen wir denn an und was ist so das Wichtigste, was wir als erstes angehen. Wo sind so die Punkte, die ich jetzt zum Beispiel für das Pferd ziemlich schnell lösen möchte und warum. Also ich erkläre das auch. Und mir ist auch immer ganz wichtig, dass die Leute Fragen stellen. Dass das wirklich auch ein Austausch ist und nicht, dass ich da hinkomme, mein Ding mache, wieder gehe und die Person eigentlich gar nicht so richtig weiß, was ist da passiert. Was hatte denn mein Pferd jetzt? Und wieso läuft das jetzt denn besser? Oder wieso braucht es vielleicht noch 3 Wochen, bis es dann wirklich besser läuft? Ja, so ein Austausch ist einfach unglaublich wichtig. Und dann ist es so, dass ich das komplette Pferd einmal durchpalpiere, sprich wahrnehme, wie der Muskeltonus ist, wie das Wohlbefinden vom Pferd auch im eigenen Körper sich äußert. Ist das Pferd total entspannt mit sich oder ist es vielleicht auch skeptisch fremden Leuten gegenüber und hat dadurch auch einen höheren Muskeltonus oder eine generelle höhere Anspannung einfach auch im Körperbild, die sich dann auch muskulär abzeichnet, meistens. Dann ja, gehe ich an die Behandlung.
schaue, was die einzelnen Partien so mitbringen, wie die miteinander kommunizieren, ob die Kraftübertragung reibungslos funktioniert, ob das Pferd gut durchfußt. Dann schaue ich mir auch die Statik an. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, denn oftmals ist es so, dass die Pferde auch Hufthemen mit sich bringen. Zum Beispiel die Pferde nicht in der Achse stehen. Und dann kann ich da oben so viel machen, wie ich möchte. Die Achse, in der das Pferd auf dem Boden steht, ist darüber entscheidend, ob die Biomechanik funktioniert und ob die effektiv funktioniert oder ob wir da vor allem erstmal Probleme reinbringen, womöglich, die sich dann eben im oberen Körperteil äußern. Und das sind so Themen, die ich wirklich auch bespreche, wo wir auch oftmals Aufholbedarf haben, was jetzt die Hufqualität und die Hufgesundheit angeht. Und das ist auch ein Thema, was ich gerne nochmal ein anderes Mal ansprechen möchte dann. Auf alle Fälle, ja, besprechen wir das, schauen es an. Ich gebe auch Übungen mit, damit ihr das zu Hause auch selber dann machen könnt und wisst, okay, wie kann ich denn da dranbleiben an dem Problem? Weil faktisch ist es ja so, man sagt, man macht einen Ersttermin, dann gibt man dem Pferd 6 bis 8 Wochen Zeit, sich zu regenerieren und die braucht es meistens auch. Manchmal ist es so im ersten Anschein mega gut und nach einer Woche kommt dann so dieser Umbauprozess, der ja stattfindet, weil sich die Muskeln neu orientieren, weil die Gewebespannung sich ändert. Das Ganze kommt ja erst so mit der Zeit zum Tragen und das ist auch ganz normal. Aber deswegen geben wir die 6 bis 8 Wochen, damit sich wirklich auch der Körper wieder neu einfinden kann. Und dann findet meistens eine Zweitbehandlung statt. Und da ist dann schon nicht mehr ganz so viel quasi für mich jetzt zum Aufräumen, in Anführungsstrichen. Sprich, es ist nicht mehr so viel übrig meistens an, ja, ich sage jetzt mal ganz profan Baustellen, die wir da bearbeiten. Aber es ist so, dass sich dann da meistens so wie so eine Zwiebelschale eine Schicht nach der anderen das dann so freigibt, wo der Kern der Ursache ist und wo das Problem wirklich steckt. Und das ist ja auch so das Spannende eigentlich, dass man immer so von hinten sich nach vorne arbeitet, im Sinn von, erst wird die äußerste Schicht abgetragen und dann kommt man dem Problem immer und immer näher und kann auch immer mehr fürs Pferd ja rausholen. Und das ist eigentlich das Schöne an der Arbeit. Auch, dass die Pferde das sehr dankbar annehmen und oftmals sogar mitmachen. Kürzlich hatte ich einen, der bei der Mobilisierung der Brustwirbelsäule wirklich so sich in die eine Richtung dehnt und in die andere, um da mitzuhelfen. Und das war sehr schön. Und und so geht das dann quasi seinen Weg. Und ich bin auch immer froh um Rückmeldungen. Also wenn ich ein Pferd behandelt habe, frage ich stets nach, hey, wie war das? Hat das Pferd stark Muskelkater? Ist es sehr steif oder eher das Gegenteil, mega befreit und pest fast zu viel schon wieder über die Weide. Und das sind wertvolle Rückmeldungen, um auch zu sehen, wie gehe ich das nächste Mal vor? Darf ich da ein bisschen mehr machen, damit wir ein bisschen schneller ans Ziel kommen? Oder machen wir lieber ganz, ganz viele kleine Schritte? Das kann man ja auch alles besprechen und zusammen entscheiden. Und genau. Ja, und dann ist es meistens so, dass ich Auffälligkeiten habe, körperliche, die ich wahrnehme. Sei das jetzt so ein Blähbauch oder Fellstrukturveränderungen oder extrem arbeitende Faszien zum Beispiel, wo auf der einen Seite das Fell in die eine Richtung steht und auf einmal sich das umdreht und zum Beispiel das Fell in die ganz andere Richtung steht. Also alles so Hinweise, die man dann zusammen anschauen kann und nach Ursachen suchen kann und auch beheben kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das mal wahrzunehmen einerseits, aber auch zu wissen, dass es eigentlich für sehr viele Dinge ziemlich simple Lösungen gibt und es auch Spaß macht, ja. Dann zu sehen, wie sich was entwickelt, wie es besser wird, wie das ganze Pferd weicher wird, wie es eher zu einer Einheit wird und zum Beispiel, was man viel antrifft, wenn Haltungsschäden vorhanden sind Pferde, die so 2 oder 3 geteilt sind, wenn man die so anschaut. Zum Beispiel so die Halspartie ist wie ein separater Teil, dann der Rumpf, die Hinterhand, das alles, was nicht so richtig harmonisch miteinander funktioniert. Das lässt sich eigentlich oft mit mehr oder weniger einfachen Mitteln zusammenführen. Und
ja auch viel, viel mehr Mobilität bringen dann fürs Pferd. Und am Schluss, wenn das Pferd gut reitbar ist, auch für den Reiten. Weil es macht natürlich viel mehr Spaß, ein Pferd zu reiten, das auch selbst beweglich ist und das Freude an der Arbeit hat, als wenn ich merke, boah, irgendwie so richtig vorwärts geht's nicht und mein Pferd hat eigentlich auch nicht so Freude daran, wenn ich komme mit dem Sattel und wir da was zusammen tun. Und das ist ja dann auch wirklich schade. Und deswegen ja, ist mir das wirklich auch ein Anliegen, da Informationen zu transportieren und nicht irgendwie quasi, wie soll ich sagen, da so die Büchse der Pandora geschlossen zu halten, um zu sagen, oh nein, wir sprechen da nicht drüber, weil das ist ja quasi mein Berufsgeheimnis. Sondern mir geht es wirklich darum, ja, offen aufzutreten und transparent mit den Leuten Dinge zu besprechen und anzuschauen. Und ich lerne ja auch jedes Mal viel dazu. Es ist ja nicht, dass ich allwissend irgendwie wäre oder sowas, ganz im Gegenteil. Ich lerne wirklich jedes Mal sehr, sehr viel dazu und von jedem Charakter, der sehr wertvoll ist, wieder was anderes dazu. Und beim einen geht es ganz schnell und beim anderen dauert es länger. Und welche Puzzleteile an welchen Ort kommen, das ist einfach das Spannende an diesem Beruf und dieser Tätigkeit. Ja, und dann gehen wir quasi über den zweiten Termin hinaus und meistens ist es so, dass ich, wenn ich Auffälligkeiten habe, wie jetzt zum Beispiel so ein Blähbauch oder ja, Fellstrukturveränderungen, Fellfarbe, die sich ändert, vielleicht auch mal ein struppiges Fell oder abgefressene Schweifhaare oder was es alles so gibt. Ich möchte euch auch nicht alles jetzt hier aufteilen oder erzählen, damit, um das Video ewig in die Länge zu ziehen, sondern mir geht es wirklich darum zu sagen, okay, wir entwickeln zusammen einen Masterplan für euch zwei, für dich und dein Pferd und der beinhaltet halt auch in der Regel eine Überprüfung der Futtersituation. Einmal die Heufütterung natürlich und andererseits aber auch das Kraftfutter, wo auch unglaublich viele Meinungen darüber bestehen, wie man jetzt sein Pferd ernähren sollte und was jetzt gesund ist und was nicht gesund ist. Und am Ende habe ich wirklich sehr einschlägige Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, mache ich immer noch. Und auch darüber möchte ich gerne in Zukunft ein bisschen mit euch sprechen und euch mitnehmen. Ja, genau. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was vergessen habe. Ja, genau. Sattel und Zaumzeug ist natürlich auch ein Bestandteil meiner Kontrolle zum Beispiel. Wenn ich komme, das gucken wir uns gemeinsam an. Passt das denn alles? Sitzt das? Stört das womöglich das Pferd? Was ich oft habe, sind Pferde, die zum Beispiel in der Rückenlinie auffällig sind. Und zwar nicht per se aus körperlicher, also wie soll ich sagen, auf Gründen des Exterieurs, sondern weil die wirklich Dellen im Sattelbereich haben oder Aufschwemmungen unmittelbar hinter den Sattelkissen. Was ich auch gerne habe, ist so, vor allem von Dressursätteln, die so eine Strupfe haben, die unter dem Sattelblatt durchgeht. Ganz gerne bei Monosätteln und die dann quasi direkt auf der Schabracke liegt und einfach einen Gewebestau verursacht. Weil man muss das ja irgendwie festgurten und das gurtet man dann halt auch mal gerne ins Fleisch, sage ich mal so. Das hört sich nicht so nett an, aber das ist einfach so, weil so eine Satteldecke, eine normale Schabracke, klar, dämpft die ein bisschen, aber wir verursachen da einfach öfter mal einen Gewebestau, also wo sich dann auch Gewebswasser ansammelt und das sieht man einfach und das sind so Dinge, wo ich denke, da können wir echt dran arbeiten, es unseren Pferden so bequem wie möglich zu machen und auch wenn der Sattel sonst gut passt. Es gibt Möglichkeiten und ich glaube, ja, das ist immer wichtig zu wissen und im Hinterkopf zu haben, dass man nicht damit alleine ist mit diesen ganzen Herausforderungen, sondern dass man darüber sprechen kann und sich austauschen kann und diesen Platz zum Austausch, den möchte ich eigentlich in meiner Community fördern und freue mich deswegen auch über Kommentare oder Erfahrungen, die ihr gemacht habt und natürlich auch, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ja, jetzt wisst ihr ungefähr, wie so eine Behandlung bei mir abläuft, mehr oder weniger. Gerne nehme ich euch dann bei Gelegenheit mal mit. Und ja, einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.